Willkommen zurück zur zweiten und letzten Folge unseres Versteckspiels in Karlsruhe. Wir spielen das Homegame von Jetlag the Game und Luisa hat von dieser Haltestelle aus gleich 20 Minuten Zeit, woanders hinzufahren und sich zu verstecken. Wenn sie sich länger verstecken kann als Lukas in der ersten Folge, hat sie gewonnen. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, solltet ihr auf jeden Fall die erste Folge zuerst schauen, um das Spiel besser zu verstehen. Ansonsten, los geht's! Go, 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 go! In unserer Wartezeit haben Lukas und ich schon mal die Fahrpläne angeschaut, um zu sehen, wie weit Luisa es in den 20 Minuten geschafft haben könnte. Damit haben wir schon sehr viel von der Karte ausgeschlossen. Und jetzt haben wir einen Plan, wie wir den Bereich schnell noch viel kleiner bekommen können. So, jetzt ist es 15:18 Uhr, das heißt, wir dürfen auch starten. Wir haben uns überlegt, wir stellen die Frage, ob sie näher an einem Krankenhaus ist als wir. Wir sind 1,1 Kilometer entfernt von einem Krankenhaus. Es gibt ja 4 Krankenhäuser, um die jetzt ein Radius ist, wie wir gelernt haben. Wenn sie näher ist, ist sie im Radius. Ne? Ganz wichtig. Und das können wir sie jetzt mal fragen. Wie ihr ja auf der schönen Karte hier sehen könnt, schließt das nämlich schon mal ziemlich viel von der Innenstadt auch aus. Ja, das wäre wäre leider so ein Zipfel noch übrig. Wenn sie da in dem Zipfel drin ist, wird es ein bisschen blöd. Also mir wäre es lieber, wenn sie drin ist. Ne? Dann da haben wir mehr Möglichkeiten, andere Fragen zu stellen. Kommt meine heilige Zone. Mal gucken. Natürlich nicht bedacht, dass Samstag ist. Ja, ich glaube, ihr könnt sehen, wo ich ungefähr bin. Mal sehen, ob die Jungs auch finden. Haben auf jeden Fall schon mal eine Frage gestellt, ob ich in 1,1 Kilometer von einem Krankenhaus bin. Das war ich nicht und deswegen dürfen wir jetzt schon mal eine Karte ziehen. Okay, wir haben einen 12 Minuten Time-Bonus und eine Duplicate-Karte. Halt mal den 12 Minuten Time-Bonus und dann gucken wir mal, ob wir uns anders hinsetzen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Netz. Shit. Komm, sag, ja, ich bin drin. Please. Kein Krankenhaus in 1,1 Kilometer? Nein. Oh shit, okay. Aber es hat schon mal viele ausgeschlossen. Es sind halt jetzt viele so scheiß Zipfel drin, wo es überall sein könnte. Ja. Wollen wir jetzt wirklich erstmal versuchen, die Innenstadt irgendwie noch auszuschließen? Ich meine, mit einem also wenn wir das gleich mit dem Kino nochmal machen, dann wären ja diese ganzen Zipfel hinten ja weg, oder? Oh, das können wir versuchen. Jetzt wird es richtig kreativ in dieser Runde. Jetzt wird es kreativ. Ja, finde ich gut. Und dann ist auf jeden Fall dann ganz safe dahin, dass wir da nichts irgendwie noch falsch berechnet haben. Definitiv. Oh, hier unten nach Dammerstock wäre auch spannend. Das wäre so ein Edge-Case wieder. So, dann fragen wir sie noch, ob sie näher an einem Kino ist als wir. Wir müssen vielleicht noch mal schauen, wie weit wir dann in echt weg sind. So 2,2. So, was kann man denn noch dann von... Also Innenstadt ist dann wäre schon mal raus. Ja, die einzelnen Sachen halt dann so zu unterteilen. Ist So an Feuerwehr und Polizei sind wir jetzt selber zu nah dran, als dass es irgendwas bringt. Ne? Wir haben noch einen See halt. Auch schon eine neue Frage, ob wir näher an einem Kino sind. 2,9 Kilometer weit weg. Die meinten 2,2 Kilometer. Können wir noch mal ein paar Karten ziehen? Okay, oberen 2 sind Curse of the Drained Brain. Curse of the Drained Brain. Wähle 3 Fragen in unterschiedlichen Kategorien aus. Die Sucher dürfen diese Fragen nicht mehr stellen. Kosten: wirf all deine Karten weg. Und ein 3 Minuten Time-Bonus, nämlich halt den Curse of the Drained Brain. Können wir uns gleich mal schon überlegen. So Fragen, die man nicht stellen sollen. Alle Kategorien einmal durch und dann haben wir sie. Nee, sie ist nicht in dem Kinobereich. Okay. Jetzt haben wir schon quasi ganz Karlsruhe ausgeschlossen. Es bleiben halt nur so ein paar Endstationen. Zipfel halt noch übrig. Ja, wollen wir das gleich mit dem See dann droppen, oder? Ja, ich glaube, also es ist jetzt nicht halbieren, aber es bringt trotzdem was, ne? So, bist du näher als wir an einem See? Schon wieder ein See. Ist hier irgendwo ein See? Da ist ein See. Wir sind 1,5 Kilometer von einem See und wir sind 1,9. Mal wieder eine Karte ziehen. Curse of the Gambler's Feet.
Curse of the Gambler's Feet. Die Sucher dürfen 20 Minuten lang immer nur so viele Schritte gehen, wie sie erwürfeln. Kosten: Würfle eine 1, 3 oder 5. Oder 6 Minuten. Ich glaube, ich behalte den Curse of the Gambler's Feet. Können wir mal ein bisschen rumgucken. Mal sehen, ob wir einen Baum finden, den wir fotografieren können, ohne dass das Blau mit drauf ist. Oh, jetzt ist schon wieder das Auge geflogen. Dann wollen wir jetzt zum Lamellplatz laufen und mal schauen. Ja, ich bin gespannt. Wenn wir dann kälter sind, dann ist sie doch safe da unten beim Oberreuth-Zentrum, ne? Da, das können wir dann halt über irgendwie Widest Street oder sowas dann. Ja. Dann haben wir es ja schon eigentlich. Sie hat halt noch keinen Curse uns geschickt irgendwie. Und wir haben uns einfach noch gar nicht bewegt. Dann stehen wir jetzt mal auf, ne? Nach einer gefühlten Stunde. Also dafür, dass wir jetzt gerade erst losgelaufen sind, fühle ich mich schon ziemlich confident, weil wir schon sehr viel von der Map ausgeschlossen haben. Ich hoffe, die Confidence wird anhalten. Okay, wir haben das Radar fertig. Das Thermometer. Gucken wir mal, wo sie hingefahren sind. Sind wir jetzt zum Lamellplatz. Die falsche Richtung. Okay, also wir sind kälter. Das heißt, sie ist nicht im Norden. Was gut ist, weil da sind mehr Stationen noch gewesen. Wir haben jetzt quasi nur noch 2 Linien, die in Frage kommen. Einmal Richtung Nussbaumweg und einmal Richtung Seit Badenia-Platz. wann spielen wir jetzt? Also noch keine, Bitte? 3-4 Stunden noch nicht mal, ne? Und ihr wisst schon so, wo sie ist, genau. Na, noch wissen wir es nicht genau. Also wir haben eine Vermutung. And a picture of the widest street wollen sie haben. Ich würde jetzt erstmal auf das Foto warten und gucken, ob wir das irgendwie über die Google-Ergebnisse halt validaten können. Ja. Sonst da unten ist ja eine Polizei auch und auf der anderen Linie nicht. Unser Problem ist halt, wir sind gerade genau bei einer Polizei. Aber wenn wir wieder wegfahren, könnte man damit was machen. Haben wir mal ein Foto. Oh, meine Füße sind schon so platt. Gar keine Lust, noch weiter rumzulaufen. Wir machen auf jeden Fall nicht die Station mit drauf. Ikea, XXL Lutz nicht mit drauf. Also das ist, glaube ich, schon ziemlich eindeutig. dreispurig, wird zu zweispurig. Thermometer hatten wir ja noch. Curse of the Distant Cuisine. Curse of the Distant Cuisine. Finde ein Restaurant in deinem Versteckbereich, in dem es Gerichte eines bestimmten Landes gibt. Die Sucher müssen ein Restaurant eines Landes finden, das weiter weg ist. Kosten: Stehe vor einem Restaurant. Ikea hat auch ein Restaurant, aber würden wir uns womit verraten? Die andere wäre noch die Curse of the Waterweight. Curse of the Waterweight. Die Sucher müssen mindestens 2 Liter Wasser pro Person kaufen und den Rest des Spiels herumtragen. Sie können keine neue Frage stellen, bevor sie das Wasser haben. Kosten: Die Sucher müssen näher als 300 Meter an einem Gewässer sein. Ich glaube, das wäre sehr annoying. Dann behalten wir Curse of the Distant Cuisine und Curse of the Waterweight. Muss leider gehen. Und jetzt für die Foto-Question. Okay, die oberste. Time-Bonus. Schau ich woanders, als du geschaut hast? Oh. Das da sieht ja schon so 3:2. Rheinhafenstraße. Wie sehen hier so die Bilder aus? Weil gerade dieser Pfosten da, den sieht man hier überhaupt nicht. Okay, sehr gut. Aber Rheinhafenstraße wäre, glaube ich, schon mal so ein Candidate. Ja, könnte man theoretisch laufen, I guess. Und dann sind wir weit genug weg von der Polizei, dass wir unten beim Badenia-Platz alles ausschließen können mit der Police-Frage. Ja, dann Laufen wir zur Ecknerstraße. Also dann gehen wir mal zu der Linie, wo mehr Haltestellen sind. Nein, wir gehen zu der Haltestelle einfach hin, Wo sie ist. wo sie ist. Richtig. Sind wir eigentlich überhaupt mit der Bahn gefahren? Nee, oder? Stimmt, bisher sind wir nur gelaufen.
Dann führen wir unsere Wanderung mal fort. Das war jetzt ja auch so ein richtig Oh, ist produktiver gerade grün. Halt hier an der Haltestelle. Ne? Sind wir hingesetzt? Ja. Ja, nee. einmal. Nee, doch heute mal nicht mit der Bahn fahren. Was man an der Haltestelle so macht. Reflektieren. Richtig. Über das Leben nachdenken. Man muss ja auch, die lädt ja auch zum Halt machen ja auch ein, ne? So eine Haltestelle. Ich glaube, wenn wir jetzt da so komplett dann auf einmal da falsch sind, dann hört es mit dem Spaß auch wieder auf wahrscheinlich, ne? Bestimmt, wir denken jetzt so, boah, easy, wir haben sie gleich. Und dann haben wir halt auch irgendeinen Denkfehler gehabt, wieder unsere Map ist komplett falsch, wir müssen alles überdenken. So falsch kann sie halt nicht sein, aber dann halt wieder Haben wir auch backtracken gedacht. müssen und dann, ja ich weiß es ja, dass es nicht so falsch Ja. sein kann. Wir verstehen es ja auch als Travel-Format, deswegen wollen wir ja hier auch die schönen Zeiten immer zeigen von den Städten, wo wir unterwegs sind. Also Hier zum mal Beispiel über diese hässliche Brücke. Karlsruhe, hier ist doch einfach schön. 50 km/h Windböen heute, ne? Wir haben uns das Mir fliegt ein Beutel hier gleich weg. Die perfekten Konditionen für ein Hide-and-Seek-Spiel draußen. In der großen, weiten Welt, Lukas Haare, Alter. Du bist ganz schön slick. So windschnittig. Ich muss hier mit diesem Block hier aufpassen, der hat ja schon auch. Eine Angriffsfläche, ne? Na, ob Luisa jetzt schon Panik bekommt oder was meinst du? Ich hoffe, dass sie Panik bekommt. Immer schön kontrollieren, ob das Mikro auch alle meine Schniefe aufnimmt. Ja, der Vibe, er passt schon irgendwie so grob, oder? Also, jetzt mal so Real Talk hier an der Stelle. Der Vibe könnte passen. Also wir haben halt nur eine Straße gesehen. Es könnte schon sein, ja. Aber da wird halt einfach gegeogast Ja. und dann kein Problem. Das ist eigentlich irgendwo an der nächsten großen Straßenkreuzung, müsste diese Haltestelle schon sein, wo sie sich versteckt. Also vielleicht ist sie jetzt auch schon hier auf irgendeiner Parkbank oder so. Das wäre geil, wenn wir einfach gleich über den Weg laufen. Würde mich nicht beschweren. Oder jetzt laufen wir bei ihr gerade schon so irgendwo durchs Frame durch und wir checken es einfach noch nicht. Das wäre episch. Eine Stunde später sind wir immer noch. Hier auf dem Parkplatz zwischen zwei Autos irgendwo. Ja, das wäre übel. Ist halt die Frage, wann ich was ausspiele. I'll Curse of the Gameless Fleet wäre fürs Endgame ganz witzig. Aber wenn ich Curse of the Drained Brain machen will, dann muss ich halt meine Hand discarden. Das möchte ich eigentlich vorm Endgame, also früh wie möglich machen, damit die halt auf jeden Fall die Fragen nicht mehr fragen dürfen. Und halt Curse of the Distant Cuisine. Dann laufen die rum oder fahren die... Wenn die jetzt viel rumlaufen, würde ich ja Gameless Feed mal ausspielen. Also ich bin mir noch nicht sicher jetzt, aber wir haben ja gleich noch eine gute Frage und Wir so. sind ja da an der Station. Jetzt können wir von der Station ja aus in aller Ruhe dieses Bild einfach finden. Ja. Schauen wir erstmal, ob wir hier dann das Straßenfoto von Luisa finden. Das wäre Safe, ein großer Win. Da gibt's hier eine. Oh, du hast noch einen großen Reifen hier, oder? Ist schon Das groß, ist der ne? größte Reifen der Welt. Der größte Reifen der Welt. Ah, der ist nicht so gut, da ist ein bisschen Beton unten drin. Das ist irgendwie Wollen wir ihn mitnehmen? Haben wir noch Platz im Kofferraum? safe, oder? Das ist doch ein guter Ersatzreifen für dein Auto, oder? Das ist jetzt auch so die Ablenkung hier gewesen. Ne? Wir haben eine Mission zu erfüllen, verdammt. Das ist doch voll die gute Sidequest hier. Wir haben hingelaufen zur nächsten Haltestelle. Jetzt sind wir zur nächsten Haltestelle gelaufen. Eine Bahn haben wir zwischendurch auch schon mal gesehen, aber wer nutzt die schon, ne? Wofür? Ja, nee, das passt nicht. Das passt nicht hier. Das passt nicht. Wie ist es denn? Aber diese Zentrale, dieses Mittel, also das ist irgendwie. Wenn wir das, Sind da Gleise durch oder gehen da keine Gleise sind das durch? Gleise? Es Sie können schon Gleise sein. können da gut Gleise sein, ja. Oben. Vor allem, wenn man weiter vom Boden, Ja. dann kommt das schon hin. Oder vielleicht dann da vorne die Kreuzung. Dieser weirden Mittelspur da. Nee, das ist hier nicht. Ja. Dann gucken wir in die andere Richtung. Also ich glaube, diese Haltestelle ist es nicht, weil in der Richtung ist auch nichts mit zusammenführenden Spuren oder so. Es gibt ja diese Querstraße hier noch. Ich weiß ja nicht, was die da gerade machen. Warten die auf irgendwas? Laufen die einfach auf der Straße rum? Ja, hier vielleicht, oder? Nee. Das ging ja von
Ja. Oh, nee. Ui, 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 ui. Also denkt ihr jetzt bestimmt gerade, was gucken die da so lange rum? Das ist ja voll weit weg von mir oder so. Stimmt, ja. Also wir können wahrscheinlich schon mal mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es nicht die Eckner Straße ist. Ne? Ich will mal einklammern, ganz vorsichtig. Ja, klammern wir mal lieber nur ein. So. Die Frau ist halt auch nicht dumm, das ist das Problem an der Sache. Das heißt, die könnte schon hier irgendwie noch was getrickst haben, irgendwo. So. Aber wir haben ja jetzt diese 2 Linien noch im Osten und Westen. Und im Osten ist eine Polizeistation und hier im Westen gar nicht. Das heißt, wir könnten mit dieser Polizeistationsfrage die 3 im Osten komplett ausschließen. Und das wollen wir mal jetzt mal machen. So, dann haben wir sie mal gefragt, ob sie näher an der Polizei ist als wir. Wir sind 1,0 Kilometer entfernt. Okay, jetzt fragen wir, ob ich näher an der Polizei bin. 1,7 Kilometer, also weiter weg. Weiter weg, schreibt sie. Also dann muss sie ja hier sein auf. Das ist gut, dann ist sie schon mal nicht da im Südosten bei Oberreuth und so. Dann muss sie auf dieser Linie sein, wo wir sind. Ist nur die Frage, welche von diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stationen, welche von den 6 Stationen? Ja, es sind halt die Stationen, wo wir jetzt gerade sind, die nächste Station. Und danach macht halt die Bahn dieses hier. So. Das ist die nächste Station. Danach macht die halt den hier und dann fährt sie hier halt so über diese kleinen Kackstraßen, da durch diese Dörfer da durch, bis sie hier dann da irgendwo am Ende ist. So. Okay, interessant. Das sind halt so einspurige so halt Straßen überall nur. Das heißt, es kann eigentlich, entweder das ist die hier und wir haben irgendwas massivst übersehen oder das ist die nächste Station. Oder? Also was anderes kann es ja nicht sein. Also, wir glauben, Luisa ist bei der Rheinhafenstraße. Wupp, wupp. Wir hoffen, es stimmt. Laufen wir mal wieder zur nächsten Haltestelle, ne? Also ich will sie jetzt auch schon irgendwie einfach fangen, auch ohne irgendwie irgendwelche Straßenbahnen benutzt zu haben. So. Also wir hätten auch an einem Sonntag spielen können. Nochmal für den extra Flex einfach, weißt du, so. Ja. Ja, ich guess, die Bahn hätten wir auch nehmen können. Maybe. Wir sind ja schon gleich da. Wir müssen ja auch hier so den Vibe nochmal genau im Auge behalten immer, ne? Ich würde halt gerne den Curse of the Drained Brain spielen, aber ich möchte die anderen Curses eher spielen. Wie nah muss ich denn da zum Restaurant? Da ist sonst niemand. Man muss es dann auf einmal so awkward filmen. Ja, das ist halt schon. Also sag mir jetzt auch mal jetzt hier so, wir können auch mal den Fußweg nochmal vergleichen, ne? Das ist ja eins, was Kiogas mir auch gelehrt hat. Du musst immer auf die Details gucken. Das ist auf jeden Fall ein asphaltierter Fußweg. Und hier ist halt nicht asphaltiert. Was gibt's denn hier? Jetzt willst du nicht mal irgendwie abhängig von irgendwas werden. So ein bisschen Krebs wäre jetzt eigentlich mal nicht schlecht, ne? Wir haben eine Mission zu erfüllen. Ja. Wo soll sie denn sein? Das verstehe ich hier gerade wirklich nicht. Ist ja auch kein Fußweg hier. Also die Schienen müssen ja mit im Bild sein, ne? Und dann halt Straße. Straße und Schienen sind im Bild. Hier der Mittelstreifen, der passt ja auch überhaupt nicht. Aber kein Gras. Passt ja gar nichts. Hä? Wir sind so guckt einfach. Hä? Wie kann das denn sein? Schicken wir die mal zu einem Restaurant. Franconia Marathon Restaurant. Speisekarte. Bei Lasagne ist aber ein Teller mit Pommes. Gyros überbacken, Herkules-Teller. Antipasti, Tzatziki mit Pommes. Sagen, das ist griechisch. So. Und dann lassen wir wieder gehen. Oh, sie hat uns gekürzt. Sie hat uns gekürzt. Distant Cuisine. Also wir können erstmal weitersuchen. Wenn wir noch eine Frage stellen wollen, müssen wir halt ein Restaurant suchen. Was uns das ja auch als Info gibt, dass sie in ihrer Hiding Zone ein griechisches Restaurant hat. Mit dieser Erkenntnis suchen Lukas und ich jetzt nach griechischen Restaurants. Irgendwo in dem Bereich, den wir eingezeichnet haben, muss Luisa ja sein.
Und wenn wir ein passendes Restaurant fänden, das nah genug an einer Haltestelle ist, hätten wir ihre genaue Position. Wir finden aber irgendwie nichts Passendes und entschließen uns daher, den Kurs zu erledigen, damit wir Luisa neue Fragen stellen dürfen. Ja, dann kümmern wir uns mal um diesen Kurs und besuchen ein Restaurant. Wir müssen nicht da irgendwie reingehen, aber halt vor Ort sein, davor stehen. So, Lukas, hier sind wir bei einem Restaurant. Aus welchem Land? Ich würde sagen Türkei. Also müssen wir ein Foto schicken oder so? Ich mache mal ein Foto, ja. So, was fragen wir jetzt? Was fragen wir jetzt? Wir haben ja noch keinen Kilometer Radar gemacht, ne? Damit könnte man vielleicht diese restliche Station da oben so ein bisschen halbieren oder so. Wir haben keinen Thermometer gemacht, wir wollten ein Radar wissen. Aber die sind 7 Kilometer, 7,2 Kilometer entfernt. Wir sind nicht in einem Kilometer. Das ist einerseits gut, weil dann müssen wir nicht die gleichen Stationen noch 5-mal ablaufen, wo wir schon lange gelaufen sind. Andererseits höchst fragwürdig, weil die weiter südlichen Stationen haben nicht so viel Straße. Dafür dürfen wir auch Karten ziehen. Eigentlich erst mal das hin. Ein Time-Bonus und ein größerer Time-Bonus. Nehmen wir mal den größeren Time-Bonus. Ja, guck mal weiter nach rechts. Ich hätte noch weiter kommen können, als ihr gedacht Oh habt. fuck. Das meint sie mit der ersten Vermutung. Das wäre natürlich jetzt die Straßenbahn da drüben, ne? Ja, okay, dann. Scheiße. Okay. Also, wir haben irgendeine falsche Vermutung gemacht. Wo haben wir einen Fehler gemacht? Weil wir so aufgeschmissen waren, hat Luisa uns netterweise verraten, dass wir in der völlig falschen Gegend unterwegs waren. Deswegen recherchieren wir hier jetzt nochmal und stellen fest, wir hatten im Osten zu viele Stationen ausgeschlossen, als wir am Anfang der Runde geschaut hatten, wie weit Luisa es in 20 Minuten geschafft hätte. Dadurch hatten wir ihr Versteck von Anfang an ausgeschlossen. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt auf der S5. Auf der richtigen Route. Also für mich wäre noch Weinweg und Hirtenweg im Spiel. Die sind halt weit auseinander, was ein bisschen blöd ist. Ab wann müssten wir mit dem Museum was fragen? Durlacher Tor, ja. Ja, da fahren wir. Da fahren wir lang. Ja. Dann müssen wir timen, dass wir die Frage genau dann stellen, wenn wir am Durlacher Tor sind. Mit dem Museum. Okay, in dem ganzen Chaos hier haben wir unseren Plan irgendwie nicht so gut erklärt. Also hier die Zusammenfassung. Es gibt noch 2 Haltestellen, an denen Luisa sein könnte. Eine davon wollen wir ausschließen, damit wir nicht zu beiden fahren müssen. Das kriegen wir hin, wenn wir Luisa zum richtigen Zeitpunkt auf unserer Fahrt fragen, ob sie näher an einem Museum ist als wir gerade. Je nach Antwort müssen wir dann schnell umsteigen oder nicht. Sie ist im Kreis. Das, okay. Mein Weg. Wollen wir hier raus? Ich würde sagen, hier raus spontan, wenn wir das schaffen. Hier, Das war sehr spontan. spontane Angelegenheiten hier. Hab ich jetzt hier gar nicht richtig gefilmt, aber wir sind gerade ganz spontan aus der Bahn ausgestiegen und haben safe alles vergessen. Weinweg sollte sie jetzt sein. Haben wir jetzt so beim Genau. Ikea direkt. Ist natürlich, was sie beim Ikea schön shoppen wahrscheinlich. Also kommen wir mal zum Weinweg und hoffentlich ist Luisa da. Mein Dad hat einen neuen Hahn. Der ist jetzt 7 Wochen alt. Schickt mir immer Fotos. Ist halb so groß wie die anderen Hühner. Aber ist auch ein Zwerghahn. Und noch ein Baby. Das ist ja ein ganz kurzer hier. Was ist das denn? Also ich merke schon, es ist extrem gefährlich, am Anfang schnell irgendwelche Sachen auszuschließen, wo man... So, wir haben nur schnell geguckt, wo man hätte hinfahren können und sie hat ja lange geguckt, wo man es hinschafft. Von dem her. Dauert es dann nicht mehr lange. Können wir schon mal würfeln. Ist nicht so schöner Untergrund zum Würfeln. Nochmal Glück gehabt. Kriegt, glaube ich, keinen Gambler-Feed. Hat keinen Effekt. Okay.
wir laufen dann einfach wieder. Sie wird halt schon so scared sein wahrscheinlich. Wollen wir erstmal nach einem Selfie noch fragen? Sure. Okay, noch ein Selfie. Da kriege ich die Spiegelung von den Flaggen noch raus. Ach, wir dürfen noch eine Karte ziehen. Okay, discard one, draw two. Dann können wir noch einen Curse discarden. Dann machen wir mal Curse of the Gamblers Feet. Ich glaube, das habe ich quasi gespielt und da hat es keinen Effekt. Ne? Wir haben ja Curse of the Drained Brain weg und ziehen 2 neue. Und zwar Curse of the Cairn. Curse of the Cairn. Du hast einen Versuch, einen Steinstapel zu bauen. Der Stapel muss mindestens 5 Sekunden lang stehen. Die Sucher müssen einen Steinstapel mit der gleichen Anzahl von Steinen bauen wie du, bevor sie eine neue Frage stellen dürfen. Kosten: baue einen Steinstapel. Ich habe jetzt keine Steine. Und noch ein Time-Bonus. Das wollte ich. Weiß ich. Selbst dann hätte ich, glaube ich, auch keine Zeit mehr, richtig irgendwas zu stapeln. Ja, sie hat ein Foto geschickt. Ja, okay, sie ist vor irgendeinem Gebäude hier. Okay, also vielleicht hier. Wir müssen ja erstmal schauen, ob das die richtige Haltestelle ist. So, hier. Also das fittet doch. Kannst du mir nicht erzählen, oder? Das du mal. Ich muss das jetzt hier nochmal... Ja. Jetzt hier... Nochmal. Na, das wird ja eingeblendet. Noch ein Stück weiter. Nee. Ja, der Gullideckel, Im ne? Hintergrund sind Bäume und kein Obwohl, das XXL-Slot. ist, das ist nur ein Gullideckel. Panik. Sind das, da sieht man Einkaufswegen in der Spiegelung, die sehen sehr nach den Kaufland-Einkaufswegen aus. Wenn wir sie jetzt, in 500 Metern ist hier ein Kaufland, wenn wir sie anhand der Einkaufswegen in der Spiegelung überführen, dann, Sie bewegen sich. ja, wenn man das so von hier ranzoomt halt, dann sind da auch 2. Ja. Ja klar ist das hier, wir sind einfach nur dumm. Wie kann man denn so blöd sein? Ja, wir waren da schon richtig auf der Straße, als wir da drüben waren. Aber? Wir sind aber zu weit nach vorne gelaufen, das war einfach mehr reingezoomt. Ich hab's so, gerade, okay, genau jetzt das Bild habe ich vor meinem Auge gesehen, Okay. gerade wo wir da waren. Okay. Wunderschönes Geräusch. Das sieht hier, glaube ich, auch schon relativ privat aus. Wir müssen gleich links da um die Ecke kommen. Wo ist sie denn jetzt hier? Hier sind auf jeden Fall Einkaufswagen, aber hier ist sie obviously nicht. Das sind auch falsche Einkaufswegen. Dann muss sie doch irgendwo um dieses Gebäude herum versteckt sein. Da sind nochmal Einkaufswagen. Ja, das sieht doch genau nach dem aus. Da hinten sind auch die Masten. Oh, bitte. Da sind nochmal Einkaufswagen. Hier könnte sie irgendwo sein. Mann, Als ob die die wie ganze Zeit lange auf dem sind wir da Parkplatz vorne chillt. rumgesessen? Ja, das sind die 2 Einkaufswegen. Da ist ja, Oh mein ja, Gott. ja. Es tut uns so haben leid mich für unser gefunden. Defizit. Es tut uns wirklich leid. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, Leute. Lukas, wie fühlst du dich? Also sehr ortsfremd auf jeden Fall. Wow, ihr seid ein Sing. Ihr seid das sehen. Sie noch so viel Energie habt. Kommen wir zur Auszählung. Inklusive ihren Zeitboni hat Luisa sich 3 Stunden, 22 Minuten und 30 Sekunden lang versteckt. Nicht schlecht, aber leider nicht lang genug. Lukas ist also offiziell der Sieger von Ortsfremd Staffel 0. Zeit für seinen Preis. Ich glaube, ich habe dann auch was für dich. Echt? Und zwar das große Preis. Einmal ein schöner Regenponcho. Wie fühlst du dich als stolzer Gewinner? Hättest du lieber nicht gewonnen? Können wir nach Hause fahren einfach. Fahren wir nach Hause. Danke fürs Zuschauen. Das war auch schon Staffel 0, aber gute Neuigkeiten. Es gibt noch einiges an Bonus-Content auf ortsfremd.de. Dort habt ihr die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, um zukünftige Staffeln zu ermöglichen. Und im Gegenzug bekommt ihr Behind-the-Scenes-Podcasts, Outtakes und immer mal wieder Sneak Peeks zu Staffel 1, die auch schon in Vorbereitung ist. Wenn ihr darauf Bock habt, ortsfremd.de und ansonsten bis nächstes Mal zu Staffel 1. Das Sticker Bag.
dass ich das vermietete mit meinen vertausche. So, jetzt Beinturn. Nee. Das ist schon. Alle sind dann. Ja, dann. Was kann ich nehmen? Ich hab ein bisschen. Ist die Kamera aufgeräumt? Mach halt weiter. Nein.